Letzte Woche habe ich den aktuell besten Flesh & Blood Limited Spieler getroffen, Freddy Friedrich aus Deutschland. Zum Ende des Battlehardens in Belgien haben Freddy und ich uns zusammengesetzt und sind einige Fragen durchgegangen. Aus zeitlichen Gründen konnten wir allerdings nicht alle Fragen durchgehen, also wenn ihr noch offene Fragen habt, dann schreibt diese in die Kommentare. Und jetzt viel Spaß bei dem Interview. Ich bin der Freddy, komme aus dem schönen Ruhrgebiet, aus Gelsenkirchen und spiele für mein Leben gerne in Flesh & Blood Limited, besonders Draft. Und bin heute hier in Belgien auf dem Battlehardent, wo leider kein Draft-Event ist. Die letzten zwei großen Turniere, wo ich war einmal die Pro Tour in Lille und einmal die Weltmeisterschaft in Kalifornien. Die beiden Turniere liefen zumindest auf der Draft-Seite von mir aus sehr gut, habe da bei beiden Turnieren geschafft, 6-0 im Draft zu gehen. Und dann vor 2-3 Wochen wurde endlich das Limited Elo geupdatet, die Rangliste. Ich habe schon damit gerechnet, dass ich relativ weit oben bin, weil halt die 2x6-0 schon ganz gut waren. Kam aber dann doch die sehr große Überraschung, dass ich es tatsächlich auf Platz 1 in der Weltrangliste im Limited Elo geschafft habe. War mehr Glück als Können dabei, aber ich bin sehr glücklich darüber, dass es passiert ist. Also ich selber sehe eigentlich nicht so einen großen Unterschied zwischen irgendwelchen großen internationalen Turnieren oder irgendeine lokale ProQuest oder Skirmish oder ähnliches. Zum einen ist es klar, ist was Besonderes, wenn du so weit reist und spielst dann gegen die besten Spieler aus den unterschiedlichsten Ländern. Macht extrem viel Spaß. Aber das Wichtigste, was ich so gelernt habe nach ein paar Turnieren, ist irgendwie die Ruhe zu bewahren und trotzdem zu sagen, egal wer jetzt dir gegenüber sitzt, egal um wie viel es gerade geht, um was für ein Turnier du gerade spielst, versuchst deine Ruhe zu spielen und versuchst genauso zu spielen, wie du zu Hause auf dem Local Armory spielst. Vielleicht ein Tick konzentrierter, aber genauso weiter runter zu spielen, was du gelernt hast. Anstrengung ist schon irgendwie, was man sich so gar nicht am Anfang denkt. Besonders bei diesen großen Turnieren, die sich halt unfassbar in die Länge ziehen, wo man 7, 8, 9 Runden an einem Tag spielt, da noch bis zum Ende die Konzentration zu halten, das ist, glaube ich, das Schwierigste bei wirklich langen Turnieren noch bis in den letzten Runden die volle Konzentration zu halten. Das war etwas, was ich noch lernen musste und ich glaube auch immer noch lernen muss. Ich glaube nicht, dass ich in den letzten Runden immer so gut spiele wie in den ersten. Ich habe schon immer mein Leben lang gerne TCGs gespielt, schon früh, keine Ahnung, Grundschulalter angefangen. Bin halt so von der Yu-Gi-Oh! Generation, habe da viel Yu-Gi-Oh! Gespielt und dann, als man dann so in Alter 12, 13 kam, war es dann so ausgeartet in alle Kartenspiele, Yu-Gi-Oh!, Magic, Pokémon, Duel Masters, WoW, TCG, quasi alles gespielt, aber alles nur so, ich nenne es mal so auf Schulhofniveau. Und dann, wie die meisten Leute, eine lange Pause gemacht und dann vor 1,5 Jahren wiedergekommen, eher per Zufall irgendwie in Flesh & Blood reingerutscht. Und das ist das erste Spiel, was ich auch wirklich kompetitiv spiele, auf Turniere fahre. Ist damit quasi mein erstes und quasi auch mein einziges. Ich spiele ein klein bisschen Magic nebenbei, aber hauptsächlich nur Flesh & Blood. Ich glaube, das wird noch zum Teil echt unterschätzt, was für einen Eindruck oder was sowas bewirken kann, dass jetzt das Kartenspiel endlich quasi vollständig auf Deutsch rauskommt. Auch wenn man so in der aktuellen deutschen Community, die jetzt gerade da ist, dass von vielen Leuten nur so gesagt wird, mein Gott, ich brauche keine deutschen Produkte oder sonst was. Ich glaube, ich unterschätzen da viele, wie viel Potenzial steckt, wie viele Leute jetzt kommen können. Ich weiß nicht, wie ich schon das Gespräch hatte, Mensch, möchtest du das Kartenspiel mal angucken? Guckt sie einmal die Karten an und sagt, boah, die sind ja Englisch, gibt sie nicht auf Deutsch? Und dann kommt die Antwort nein und dann so, ja, nee, sorry, da bin ich raus. Ich glaube, das wird nochmal einen richtigen Boom geben.
man sieht ihn schon zum Teil, hat er schon ein bisschen angefangen, als die ersten, jetzt nur mit History Pack 1 schon das erste deutsche Produkt rauskommt. Aber wenn jetzt auch wirklich die Main-Sets parallel auch in Deutsch released werden, das ist, glaube ich, der große Schritt, dass man sagen kann, alle Karten sind auf Deutsch verfügbar und ich muss jetzt nicht gucken, was habe ich hier gerade und muss dann noch mixen, auch wenn man dann nur Deutsch spielen möchte. Ich freue mich auf jeden Fall darauf. So. Community ist noch aktuell ein bisschen klein, können gerne ein bisschen größer sein. Ich würde mich sehr freuen darüber, wenn jetzt noch mehr Leute dazukommen. Also Draft und Sealed sind halt die beiden Limited-Formate. Heißen Limited dadurch, dass man halt eine limitierte Anzahl an Karten zur Verfügung hat. Man geht nicht wie in einem klassischen Constructed-Spiel mit seinem fertigen Deck dahin und spielt einfach mit den Karten, die man von zu Hause mitgenommen hat, sondern man bekommt Booster Packs, öffnet die und aus den Karten, die man bekommt, spielt man, baut sich ein Deck zusammen. In zwei unterschiedlichen Formen. Im Sealed ist es, man bekommt einfach 6 Booster Packs aus einer Edition, baut sich daraus ein Deck zusammen, spielt damit fertig. Ist jetzt etwas, was eher in dem Casual-Level ist oder eher auf kleineren Turnieren oder im Skirmish oder so sieht man sowas mal. Und bei den großen Turnieren, meine absolute Lieblingsart zu spielen ist der Draft. Der Draft ist, man bekommt 3 Packs, öffnet nur eins davon und nimmt sich nur eine einzige Karte raus und gibt die anderen weiter und bekommt von seinem Nebenmann, man sitzt zu 8 an einem Tisch, dann die Karten, die er geöffnet hat, minus die eine, die er genommen hat, und baut sich so Stück für Stück, Karte für Karte sein Deck zusammen und hat dann am Ende quasi auch 3 Booster zusammen, nur die man sich etwas selber zusammengebaut hat und baut daraus sein Deck. Und das ist meine absolute Lieblingsart, Karten zu spielen. Jedes Mal spielst du was anderes, ein anderes Deck, die Spiele sind extrem interessant. Es erfordert Skill in sehr vielen unterschiedlichen Kategorien. Man muss lesen, was seine Gegner vielleicht picken, gucken, was Karten man selber braucht ein relativ gutes Gedächtnis. Welcome to your last round, you may begin. Und das Schönste am Draft oder auch im Limited an sich finde ich nachher das Spielen mit Decks, die nicht optimiert sind. Wenn man Constructed hat, hat man seine perfekten 60 Karten oder 40 zusammen, spielt damit, aber mit nicht idealen Karten zu spielen und daraus das Maximale zu holen, finde ich immer das absolut Interessanteste und daher auch, finde ich, die Abstand beste Art, TCGs zu spielen. Und kann es nur empfehlen, wer es noch nicht gemacht hat, auf jeden Fall mal auszuprobieren. Uprising als Draft-Set ist sehr polarisierend. Es gibt sehr viele, die es absolut hassen. Und ich kann es zum Teil verstehen. Ich glaube, zum größten Teil liegt es daran einfach, dass die Limited Season sehr, sehr lang war. Wir hatten eine extrem lange Zeit, wo wir nur Uprising gespielt hatten. Und jetzt erst übernächsten Monat kommt endlich das neue Limited Set raus. Das heißt, wir haben fast 3/4 Jahr lang das gleiche Set gedraftet. Und ich fand, Uprising hat auch seine Probleme. 3 Helden ist schwierig, nur ich bin eher ein Fan von 4 Helden oder wenn es 3 Helden gibt mit großen Überschneidungen, wie man bei Tales of Aria hatte. Das größte Problem bei Uprising fand ich, das Draften selber an sich konnte ziemlich eintönig sein. Man konnte nicht sehr lange offen bleiben, man musste schnell entscheiden, für welchen Held man draftet und hat sich ein bisschen von selber gedraftet. Der größte Vorteil an Uprising waren die Spiele an sich selber. Isländer gegen Isländer, Isländer gegen Dromai, Isländer gegen Fai, Dromai gegen Dromai und auch manchmal Dromai gegen Fai sind alles sehr interessante Matchups zu spielen. Und das Spiel selber an sich mit den Decks hat extrem viel Spaß gemacht, fand aber beim Draften selber zu wenig Variation. Ich hoffe beim nächsten Set auf mehr Generics, darauf, dass man länger offen bleiben kann. Und ich muss sagen, ich liebe die neue Möglichkeit, dass es 2 Helden der gleichen Klasse gibt. Leider mussten wir das Interview an dieser Stelle beenden, aber vielleicht führen wir dieses nochmal in Zukunft fort. Also, falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt diese in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Flash & Blood Videos sehen wollt, dann abonniert den Kanal. Bis zum nächsten Mal.